gesehen, das ist da mit Sirene und so weiter gefahren, haben wir gedacht, da wird es irgendwo brennen. Aber Feuer habe ich jetzt bei diesem Unfall keins gesehen. Das ist nur ein normaler Unfall, also ohne Feuer. Und jetzt fahren wir hier mal, das mache ich normalerweise nicht, dass ich über die Grenze fahre, hier über die Autobahn, weil das kostet mich Maut. Und wenn ihr mit dem Pkw fahren solltet, hier diese Grenze, also die A4, die kostet für euch ja keine Maut. Weder auf der deutschen noch auf der polnischen Seite. Aber auf der polnischen Seite müsst ihr aufpassen. Wenn ihr da einen Anhänger an eurem Pkw dran habt und ihr kommt mit Anhänger zusammen über 3,5 Tonnen, müsst ihr auch Maut bezahlen. Aber ohne Anhänger ist für PKWs in Polen mautfrei, die staatlichen Autobahnen. Es gibt ein paar Strecken, die sind privat mitfinanziert, da ist dann doch Maut. Und hier links sehen wir jetzt, oder geradeaus aus eurer Sicht, die polnische Grenzkontrolle hier, weil die Polen, die kontrollieren hier auch. Und in Polen kontrolliert das Militär die Grenze, habe ich gesehen. Weil ich bin heute schon mal auf einer anderen Grenze rübergekommen. Da stand ein Soldat mit dem Maschinengewehr umgehangt. Das hat also nicht im Anschlag gehabt und das hat er noch umgehängt gehabt, aber trotzdem Maschinengewehr, ne, und ein Soldat, ne, das macht dann schon einen Eindruck. Ne. Und jetzt fahren wir hier auf die deutsche Grenzkontrolle zu. Ja, normalerweise würde ich mich jetzt hier nicht in der Stau stellen. Das sieht jetzt aber nicht viel Stau aus, vielleicht ja, 1 Kilometer, nicht einmal. Ja. Weil ich konnte da vorne ja den Rasthof, den Parkplatz schon sehen, wo die Kontrolle ist. Ja, Bundesrepublik 60 Meter, ja gut, 60 Meter, das ist jetzt die Grenze. Aber bis zum Rasthof, dort bis zu dem Parkplatz, sehe ich jetzt nicht, wie weit es ist, aber ich sehe da jetzt auf dem Schild 400 Meter hört die Fahrbahn auf und da sind es bis zum Parkplatz 600 Meter, sagen wir mal. 600 Meter, also Stau. Das ist jetzt heute nicht sehr viel, weil ich habe die Staus, wenn ich drüben ins Goschenetz, ins Gewerbegebiet fahre, in eine andere Richtung, da fahre ich über die Autobahnbrücke drüber und das sehe ich manchmal, da ist Stau, das sind dann 3 Kilometer Stau, also heute haben wir Glück, heute ist nicht viel Stau. Und ich will jetzt das nur ausprobieren, weil ich will euch das zeigen. Das ist nämlich dann die einzig verbleibende Möglichkeit, weil die Stadtbrücke, wenn die wirklich gesperrt wird, weil die soll, wie sagt man da, nicht renoviert, also repariert werden, da kommt die Asphaltdecke weg, weil da sind ziemliche Schlaglöcher in der Mitte drin. Und dann soll die Brücke saniert werden, so heißt das, saniert. Und das soll den ganzen November gehen. Das heißt also, 4 Wochen lang ist die Brücke dann gesperrt und dann muss der ganze Verkehr hier rüber fahren. Da könnt ihr euch dann darauf einstellen, dass es dort mehr Stau geben wird, als wie jetzt gerade im Moment. Aber heute war die Brücke noch nicht zu. Also wer jetzt in Görlitz drüben ist und nach Squaschelitz rüber will, kann es ja mal probieren, über die Neiße Brücke in der Innenstadt drüber zu fahren. Weil laut meiner Info, ich habe das gelesen in der Zeitung, sollte es ab 24.10. und das wäre ja gestern gewesen, die Sperrung sein, aber wie gesagt, ich bin vorhin mal eine Runde dran vorbeigefahren, da war der Verkehr ganz normal. Den Video werde ich dann noch online stellen. Und jetzt müssen wir halt jetzt hier ein bisschen da im Stau stehen. Es geht aber langsam voran.
ich will jetzt das nur mal ausprobieren. Ich bin ja schon ewig lang nicht mehr über dieser Grenze gefahren, weil entweder fahre ich über die Innenstadtbrücke oder noch eine andere Grenze. Aber hier über die A4 fahre ich normal nicht, weil ich sowohl auf der polnischen Seite als auch auf der deutschen Seite Maut bezahlen muss. Und das vermeide ich natürlich am liebsten. Aber heute machen wir mal die Ausnahme. Ja, es geht hier langsam voran. Was, Dynamo Dresden, Hooligans haben sich hier verewigt auf der Brücke. Ja, und jetzt sind es noch ungefähr 400 Meter bis zur Kontrollstelle. Und der meiste Grund, warum sich hier ja staut, ist, weil es da vorne einspurig wird. Und das ist dann immer ein Grund, weil das mit dem Reißverschluss, das klappt ja auch nicht immer so. Das checkt auch nicht jeder, genau wie das mit der abknickenden Vorfahrt. Das ist auch ein Buch mit 7 Siegeln für, ich weiß nicht, wie manche Leute durch die Führerscheinprüfung kommen. Ne? Das sind total einfache Sachen beim Reißverschluss, immer einer links, einer rechts, einer links, einer rechts. Was ist da so schwer dran? Ne? Und ja, man darf tatsächlich beim Reißverschluss bis zum Ende der Fahrspur vorfahren und sich dann erst einordnen. Man muss nicht einen Kilometer früher schon rüberfahren. Das ist jetzt bei mir was anderes, weil da vorne war Überholverbot, also ich darf nicht links fahren. Aber mit dem Pkw dürftest du jetzt bis ganz vorne hinfahren. Das wäre jetzt kein Vordrängeln oder so, das ist ganz normal beim Reißverschluss. Ne? Ja, und hier sind jetzt wieder welche dabei, die sich jetzt schon rechts rüber sortieren, ne? Was sie eigentlich nicht machen sollten beim Reißverschluss, aber na gut. Man hat halt dann die Angst, dass vorne dran wieder einer ist, der dich nicht rüberlässt, ne? Weil du kommst jetzt von hinten vor und du darfst jetzt nicht vor mir fahren, ne? Und solche Leute gibt es dann immer wieder, die dann absichtlich die Lücke zumachen. Aber das ist, wenn man die Regel mit dem Reißverschluss anwendet, wie sie vom Gesetzgeber gedacht hat, ist es tatsächlich so, bis vorne ans Ende hinfahren und dann erst die Spur wechseln. Und das Einzige, was jetzt ist, der mit seiner Plane da, mit dem kleinen LKW auf der linken Fahrbahn, also bin ich mir nicht sicher, ob der jetzt da links fahren darf, weil ich darf es ja auch nicht. Ne? Neu dazugeschaltet hat, wir sind hier auf der A4 von Polen Richtung Deutschland. Ja, und jetzt fahren 2 vor mir rein und das ist jetzt auch nicht so tragisch. Es sind halt jetzt 2 vor mir rein. Das macht jetzt keinen Unterschied, ob da jetzt einer mehr oder weniger vor mir ist. Jetzt sind wir jedenfalls gleich an der Grenzstelle. Und normalerweise habe ich vorhin schon erwähnt, würde ich hier nicht lang fahren. Ich fahre jetzt hier nur, um mal euch zu zeigen, wie das hier an dieser Grenze abläuft. Ich bin das erste Mal da. Hallo, willkommen. Ja, also das erste Mal da, Andi, ja, okay, dann bist du ein anderer Andi. Wie gesagt, die Namen gibt es ja öfter als nur einmal. Und wir sehen jetzt hier rechts, ist es der Himmel blau und links, wo die deutsche Seite ist, da ist Regen, das sind Wolken. Ich weiß nicht warum. Liebe Grüße, bitte machen Sie Like, danke. So, und jetzt sortieren wir uns langsam hier rüber. Hier in die Grenzkontrollstelle rein.
Und sollten die uns anhalten, müsst ihr halt ruhig sein, dürft ihr nicht laut sprechen, damit die nicht hören, dass wir live sind. Aber ihr könnt ja eh nicht zurücksprechen, ne? Kann ja nur ich. Dann schauen wir mal, wie das läuft. Das schreiben wie Sand am Meer. Das gibt's doch. Was ist wie Sand am Meer? Irgendwas wie mit Sand am Meer, ich habe es jetzt nicht mitgekriegt, weil ich kann jetzt gerade nicht rüberschauen auf das Telefon, auf die Kommentarspalte. Ich hoffe ja nur, dass wir auf der anderen Grenzseite jetzt auch noch Empfang haben, nicht dass wir gleich wieder in ein Funkloch fallen, weil bei Görlitz, wenn ich über die Stadtbrücke fahre, da falle ich immer in ein Funkloch. Auf der polnischen Seite habe ich Empfang und kaum bin ich auf der deutschen Seite, ist der Empfang weg. Am Meer wie im Sahara. Nee, wie Sand am Meer, das bedeutet, dass man viel, das ist irgendwo viel, aber da steht jetzt die Ringleitung, ich weiß nicht, ob da jemand drin sitzt. Ja, der Name, hallo zusammen, machen Sie bitte Like, danke. Ja, und jetzt geht es hier in der Kontrollstelle bald schneller vorwärts als draußen. Also ich weiß jetzt gar nicht, wie viel Zeit haben wir jetzt schon. Schalten Sie die Innenbeleuchtung an. Warum? Es ist doch taghell. Warum soll jetzt da die Innenbeleuchtung anschalten? Sehe ich jetzt nicht ein. Das Autobus. Was passiert mit dem? So, jetzt muss ich nur schauen. Zelt. Oh. Ja, da haben sie jetzt ihn in der Zeltnei gezogen. Da links ist gesperrt. Und das ist eh nur für mit Anhänger. Anhänger haben wir ja jetzt im Moment keinen dran. Ja, da gibt es jetzt nur die Möglichkeit. Man muss jetzt hier, alle müssen jetzt hier durch. Den Transporter da, den haben sie jetzt auch rausgezogen. Jetzt bin ich mal gespannt. Ja, richtig. Sag Verbindung weg. Wo ist Verbindung weg? Dass man Hand gesagt hat. Ich verstehe da nichts. Warum machen die das? Ja. Also für uns wollen sie nichts. Ja, 2 Autos gesucht. So. Von uns wollen sie nichts. Kein Konnexion. Aber jetzt will So, also von uns haben sie jetzt nichts gewollt. hier auch. Den einen Pickup und den Transporter haben sie rausgezogen. Und der Pickup, der hat da seine hintere Stoßstange mit dem Spanngurt gesichert gehabt. Also den hätte ich auch angehalten und mal nachgeschaut, warum da der Spanngurt über der Stoßstange ist. Und den Transporter, naja, Transporter, das sind ja diese, wenn man Schleuser, die fahren ja meistens mit Transportern. Und unter dem Gesichtspunkt kann man das auch verstehen, dass die den rausgezogen haben. Und an der anderen Grenze, da schauen sie bei mir manchmal auch noch in den Laderaum rein, weil sie ja hinten... Ja, danke, dass ihr dran geblieben seid bis zum Schluss bei dem Video. Jetzt gibt es noch von mir eine kleine Anmerkung im Abspann. Unterhalb vom Video in der Beschreibung, da findet ihr eine Liste mit Links zu Playlists in meinem Kanal. Verschiedene Playlists auf Roadview, also wo ich mit dem Auto unterwegs bin, oder Trucking-Videos oder Sightseeing-Videos oder Roadtrips nach Marokko oder sonst wo ich halt gerade so unterwegs war. Guckt euch die Liste mit diesen Links mal an. Dann sollte das hier gerade eben ein Video gewesen sein, wo wir mit dem Auto irgendwo langfahren. Gibt es natürlich auch noch eine Beschreibung
dazu, mit welchem Fahrzeug ich gerade unterwegs war. Das ist dann unterhalb nach der Liste mit den Playlists. Ja, und im YouTube-Abspann gibt es natürlich einen Link zu der Playlist, die zu dem jeweiligen Video passt, das gerade eben gelaufen ist. Und es gibt noch ein Video, das YouTube vorschlägt. Und natürlich gibt es diesen Abo-Button noch dazu. Falls ihr noch nicht abonniert habt, könnt ihr das dann da machen. Und tut nicht vergessen, ein Like für das Video dazulassen, ist auch wichtig. Ja, und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und tschüss.